Radio GSC1 Live. Das Lagerfeuer. Gedankenaustausch und Inspiration. Ja, die Selma, der hätte ich auch noch eine ganze Weile zuhören können. Aber nichtsdestotrotz begrüße ich euch erstmal alle drinnen draußen überall zu diesem Lagerfeuer. Heute am 18. Januar 2019. Ja, und ja, zwischendurch hat man ein paar Störungen noch drin. Und wir sind heute eine großzügige halbe Stunde später dran. Aber ich denke, das wird trotzdem noch passen. Ja, es ging leider nicht anders. Liegt auch so ein bisschen an mir. Ich brauchte erst noch ein paar Minuten zum Runterkommen. Und ja, es ist im Moment nicht ganz so einfach. Aber okay. Wir kriegen das alles durch. Zuerst zu den Neuigkeiten. Also ich bin ja im Moment ziemlich angeschlagen und eingeschränkt. Dadurch schaffe ich natürlich nicht so viel. Also ich bin im Moment beim Verhältnis etwa 1:7. Das heißt, das, was ich heute im Moment in einer Woche schaffe, mache ich normalerweise an einem Tag. Aber es geht einfach nicht anders, da ich ja gesundheitlich angeschlagen bin. Und darüber werden wir gleich auch noch reden. Aber ich habe dann doch mit diesmal sehr intensiver Unterstützung auch von Angelika das große Gewächshaus oder das kleine große Gewächshaus fertig gekriegt. Das steht jetzt noch zum Trocknen, muss morgen noch ein bisschen nachgewischt werden und sobald die Gelegenheit sich bietet, wird das im Apartment aufgestellt und in den nächsten Tagen kommen dann auch die neuen Bilder dazu. Findet ihr alle auf der D-Center-Seite. D-Center, d-center.gch.global unter den Projekten und unter dem Untermenü Hydroponik. Und da könnt ihr dann auch den weiteren Verlauf mitverfolgen. Ja, ansonsten hat sich nicht viel getan, weil alles das, was ich eigentlich so für die ersten Januarwochen vorgesehen hatte, habe ich von mir weggeschoben oder schiebe ich vor mir her, weil es geht einfach nicht. Ansonsten gibt es eigentlich da nicht großartig was Neues. Ich komme halt sehr langsam vorwärts, aber wir kommen vorwärts. Der Podcast 005 mit dem Thema Erdöl, schwarzes Gold, der ist auch raus, der ist gestern veröffentlicht worden. Findet ihr auf der Seite podcast.gch.global. Hört mal rein. Vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Ja, und dann ein Punkt, bevor wir zum Thema kommen, oder eigentlich gehört es auch mit so ein bisschen zum Thema. Tja, ich muss dafür gucken. Denn das Thema heute lautet ja, was kommt augenscheinlich und was können wir tun? Das ist natürlich so ein kleiner theoretischer Vorgeschmack für dieses Jahr, für 2019. Denn 2019 wird ein sehr intensives und sehr brisantes Jahr in jeder Hinsicht. Davon bin ich sehr überzeugt. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Dass wir auf eine Krise zusteuern, Wirtschaftskrise zusteuern, das haben ja wohl die allermeisten mittlerweile mitbekommen. Wir haben ja genügend absolute Wirtschaftsgrößen, die das prognostizieren. Wobei ich hier nicht von Prophezeien rede, sondern von Prognostizieren, weil es gibt einfach verschiedene Grundlagen, warum das ja eigentlich nicht umgangen werden kann. Prognostiziert habe ich persönlich das erste Mal die Krise für 2020 bereits im Jahr 1995. Denn diese heftigen Krisen, die unterliegen einem Zyklus, einer Wellenform.
hoch, tief in der Wirtschaft. Das eine Welle von einmal tief bis zum Tief, das sind etwa 4 Jahre. Je nachdem, welchen Bereich man betrachtet, aber so der allgemeine Bereich sind 4 Jahre. Und wenn wir mal schauen, dann finden wir halt alle 3 Wellen, alle 3 Abschnitte finden wir, also alle 12 Jahre, finden wir dann auch eine dementsprechende Krise, die sich dementsprechend zeigt. Ja, wir haben also beginnend von 1948, 1960 eine kaum merkliche gehabt. 12 Jahre später, 72, die war dann schon wieder etwas heftiger und die hat den Baubereich ganz heftig und ganz massiv betroffen. Dann hatten wir 84, das Jahr der Stahlkrise. Ja, gerade die, ich sage jetzt frech Ruhrpott, werden sich daran erinnern, wie das war. Ja, ganz massiv. 96 hatten wir auch wieder eine Krise, die hat aber auch nicht alle Wirtschaftsbereiche betroffen. Dann die markante, die allen noch einigermaßen im Kopf ist, das war die große Bankenkrise 2008. Das waren wieder 12 Jahre weiter. Und 2008 plus 12 ist 2020. Und wenn die Herrschaften da oben nicht so viel schönreden würden und Tacheles reden würden, dann wüssten wir auch genau, wo wir stehen, denn sie haben mit dem letzten getürkten Hoch, was ich persönlich als getürkt betrachte, weil es hat weder wirkliche Arbeitsplätze gebracht, noch hat es irgendwelche Weiterentwicklungen für die Arbeitnehmer oder für die arbeitende Bevölkerung gegeben. Das war halt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin dazu zu wenig Wirtschaftsmensch. Ich habe das zwar alles irgendwann mal auch studiert, aber habe das in meinem Leben nie großartig benutzt. Aber wie gesagt, und dann kam 2020. Und 2020 wird extrem heftig. Denn eins müssen wir noch vorwegnehmen, mit jeder Krise, jede maximale Krise, also alle 12 Jahre, erleben wir eine Krise, die schlimmer ist als die von vor 12 Jahren davor. So, und wir haben eine Steigerung 60, 72, wir haben eine Steigerung auf 84, wir haben eine Steigerung auf 96, wir haben eine massive Steigerung auf 2008 und wir werden eine extreme Steigerung auf 2020 bekommen. Auch hier ist ein nahezu exponentieller Verlauf erkennbar, wie in all unseren Entwicklungen und in allem, was uns betrifft und alles, was uns wirklich berührt. Wir müssen immer von exponentiellen Entwicklungen ausgehen, beziehungsweise wir können immer exponentielle Entwicklungen erwarten und betrachten. Und das letzte Mal sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Diesmal wird es wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber wie das dann genau ablaufen wird, das müsst ihr dann selbst erleben. Jeden von euch wird es wahrscheinlich anders treffen und anders berühren. Aber ich gehe fest davon aus, dass es diesmal alle Bereiche betreffen wird. Denn die bisherigen Krisen haben alle ihre Rubriken gehabt. Die haben ihre 72 Bau, 84 Stahl, 2008 die Banken, 96 war es maßgeblich der Handel. Ja. Und diesmal wird es wohl sehr, sehr viele Menschen treffen und sehr, sehr viele Bereiche treffen. Und es kann sein, dass es diesmal einen wirklichen Zusammenbruch gibt. Das werden wir aber im nächsten Jahr sehen. Wir wollen aber über dieses Jahr reden. Und dieses Jahr bedeutet gerade in diesem Hinblick, dass wir uns darauf zuentwickeln. Denn wir haben das letzte Hoch, das heißt den Höhepunkt, das absolute Hoch der Wirtschaft, das lag etwa 2018, so im März, April, Mai ungefähr. Und da ist es auch gewesen.
Auch die ganzen Hochs und Tiefs davor sind alle da gewesen, wo sie nach dieser Theorie beziehungsweise nach dieser Wirtschaftsgrundlage eigentlich, denn sie wird in Wirtschaftslehren, und ich habe ja noch Betriebswirtschaft gelernt, beziehungsweise studiert, zumindest als Grundstudium davon, da wird das ja auch beigebracht, dass es diese Kurve gibt. Warum, wieso, weshalb, das wissen eigentlich, oder eigentlich müssten das sehr viele Menschen wissen. Ich bin jedes Mal erstaunt, dass die Menschen gar nicht wissen, was auf sie zukommt und dass sie immer verwundert tun. Aber wie gesagt, ja, bitte, wenn es so ist, können wir es nicht dran ändern. Können wir nichts ändern. Ja, auf jeden Fall, wir sind also im Moment, und was dieses Jahr betrifft, diesbezüglich in der Sturzzone. Das heißt, April, Mai, Juni überschreiten wir den Äquator vom Wirtschaftshoch zum Wirtschaftstief. Und sind damit ja im direkten freien Fall. Das wird dann April, Mai wird es eine Phase geben von einigen Wochen. Da wird es also dann doch rapide runtergehen, bevor sich dann das über August, September, Oktober anfängt leicht zu glätten. Es fängt dann an dass es langsam anfängt auszulaufen und ja eine Talsohle. Es zeigt sich, dass es langsam auf eine Talsohle hingeht und hinführt, die dann irgendwo April, Mai, Juni nächstes Jahr erreicht werden wird. Und dann werden wir das absolute Tief haben. Und das heißt, die maximale oder die ersten Erscheinungen und die ersten wirklichen negativen Vorboten, mit denen rechne ich persönlich Ende des Jahres. Also Ende Oktober, November, Dezember, so in der Zeit, da rechne ich mit den ersten. Da sind wir so ziemlich kurz vor der Talsohle. Und da sind wir schon ziemlich tief. Und da werden wir schon tiefer sein als 2008. Und das ist zum Wirtschaftlichen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Denn wenn man Betriebswirtschaft lernt und wenn man das mal begriffen hat, wie das funktioniert, dann weiß man auch, dass jetzt so die Zeit auch anfängt, in der man dann am besten einsteigt. Nenne ich jetzt noch nicht ganz jetzt, also Investitionen, dafür ist es dann vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber die sind noch ein bisschen gefährdet. Aber wenn man so langsam der Talsohle, also Mitte des Jahres, da wird es interessant, was Übernahmen angeht, was gerade was Übernahmen angeht. Und da schlägt mir eine Übernahme vor, die macht mir eigentlich ziemlich Kopfzerbrechen. Vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht sehe ich das übertrieben und vollkommen überzogen. Aber nach meinen Recherchen um China herum wäre es für Sie der optimale Einstieg. Auf der einen Seite, Sie hätten die optimalen Bedingungen und eine sehr große Wahrscheinlichkeit, das Imperium übernehmen zu können. Ob Sie es schaffen werden, weiß ich nicht. Sie werden es auf jeden Fall irgendwo in unserer Zukunft versuchen, das Imperium zu übernehmen. Das scheint mir sehr sicher, weil das aus den mir vorliegenden Übersetzungen daraus hervorgeht. Sie wollen 2049 die größte Macht, politisch, wirtschaftlich und militärisch die größte Macht sein. Sie wollen das Sagen haben, sie wollen das Imperium übernehmen. Dazu müssen sie dann auch erstmal die imperialen Voraussetzungen schaffen. Und das dauert. Amerika hat für seine imperialen Grundlagen rund 70 Jahre gebraucht.
oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, hat sich dabei fürchterlich verausgabt. Und in meinen Augen stehen sie dafür auch ziemlich wackelig da. China hat den Vorteil, dass sie da sehr viel besser aufgestellt sind. Sie hätten also reelle Chancen, das 49 wirklich gesund zu erreichen. Theoretisch. Praktisch ist das nach meinem Dafürhalten nicht möglich. Theoretisch ist das möglich. Praktisch nicht. Weil ich glaube, dass das, was diese imperiale Übernahme bedeutet, das ist die Zerstörung des letzten bisschen Natur. Das bringt dieser Wandel, dieser imperiale Wandel, das heißt die Übernahme des Imperiums, die bringt die totale Zerstörung unserer Lebensgrundlagen hervor. China als solches ist in vielen Belangen schon kaputt, großflächig. Man könnte theoretisch sogar davon ausgehen, dass ganz China eine Wüste ist. Theoretisch, Leute, theoretisch. Ne? Nagelt mich da jetzt auch nicht auf jeden Baum fest, aber bedenkt bitte auch, nur weil etwas grün ist, ist das noch lange nicht keine Natur. Es können Farben sein. Ne? In Florida malt man ja die Vorgärten, den Rasen malt man ja grün an, damit es grün ist. So funktioniert die. Wie krank kann man sein? Okay, sorry, aber das ist meine Meinung. Tja, und in China war alles mögliche. Wetterbeeinflussung. Es gibt ja sogar ein Ministerium, damit am wichtigsten Tag im Jahr in Peking auch ja die Sonne scheint und es nicht regnet. Das wird genau geplant und gemacht und ja. Sie haben zwar jetzt wohl schon die ersten Städte ein bisschen sauberer, aber bis die meisten Menschen verstehen, was Naturwiederherstellung bedeutet und wie viel Aufwand, wie viel Arbeit das ist, was dafür alles gebraucht wird und welches Wissen uns da wirklich zugrunde liegt, zur Verfügung steht. Bis dahin wird noch sehr viel kaputt gehen. Es sei denn, wir schaffen es endlich auch mal was zu zeigen. Weil die es Wissen haben, die dürfen nicht zeigen. Die können nicht. Gefährlicher an China ist auch, dass ich da schon eine Einbahnstraße sehe. Das heißt, wenn sie es geschafft haben, dann werden sie das extremer festhalten, als das die Amerikaner gemacht haben. Ja, wobei die Chinesen haben die Möglichkeit, das erste Mal das wirkliche globale Imperium zu erreichen. Es ist zwar dann kein Mensch mehr da, der was davon hat, aber sie haben es erreicht. Ist auch was, oder? Nur die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand in Geschichtsbücher schreibt, ist äußerst gering. Und dass dann noch Menschen da sind, die diese Geschichtsbücher irgendwann lesen werden, das ist doch unwahrscheinlicher. Aber okay. Wenn es schön macht. Ich kann es nicht halten. Ich kann nur versuchen, dafür einzustehen und dafür zu wirken, dass das eben anders wird. Und das ist das, was für mich dieses Jahr auf jeden Fall ganz wichtig auf dem Plan steht. Ja, das Wirken. Ich werde weitermachen. Es haben sich mittlerweile alle Kreise geschlossen, aber wenn die Menschen lieber ihre offenen Kreise sehen und da weitermachen wollen, dann sollen sie das tun. Dann gehören sie zu den 5 oder 10%, die halt dann hinterherhinken. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, erstens meine Meinung. Zweitens, wir haben es einige 100 Mal in der Geschichte. Es war nie anders. Es gibt auch keine anderen Voraussetzungen. Die Umstände sind gleich, nahezu gleich. Sie sind zwar zivilisationärer, sie sind technisch weiter fortgeschritten. Sie haben vielleicht auch die eine oder andere Form, weil die Form wiederholt sich nicht. Aber inhaltlich, strukturell ist das alles schon ein paar 100 Mal auf diesem Planeten passiert.
Tja, es stellt sich die Frage, was tun wir? Ja, also wirtschaftlich, militärisch sieht es sich gut aus. Kommt das nun oder kommt das nicht? Ähm, ja, also für mich sieht die Sache so aus, China ist soweit. China hat alles das, was es braucht, um anzufangen, um loszulegen. Die andere Seite ist, es ist optimal, die Bedingung, um jetzt einzusteigen, weil die Gegenseite hat ihren schwächsten Punkt. Die Chinesen haben ihre maximale Stärke erreicht. Wenn sie es vorhaben, ist 2019 aus der Sicht betrachtet die optimale Gelegenheit. Ja, ist so. Da können wir machen, was wir wollen. Nur ist die Frage, was tun wir? Denn, wie gesagt, wir sind ja die ganze Zeit, in der wir nicht gemerkt haben, was China tut und wie sie sich vorbereiten, weil sie eben sich das Schweigen erkaufen und sich nicht in die Karten gucken lassen, das auf jeden Fall ausschließen. Keiner redet darüber. Deshalb haben wir auch nichts mitgekriegt. Aber Leute, bitte, ich möchte nicht, dass einer von euch so überrascht tut, wenn es passiert. Weil es liegt auf der Hand. Vielleicht passiert es auch nicht. Mag sein. Aber die Möglichkeit besteht. Und deswegen sollte man sie ins Auge fassen und hier das nicht als Schwarzmalerei sehen. Denn wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, dann erwartet uns, ja, ich weiß nicht, ob das noch als Hölle durchgeht, kann ich nicht sagen. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass uns das gut tut. Ja, viele Menschen werden dann erstmal begreifen, was Demokratie wirklich ist. Viele Menschen werden merken, ja, also das, was wir haben und das, was auch die Eliten versuchen mit ihrer NWO durchzuziehen, das ist alles noch harmlos gegen die neue NWO der Chinesen. Denn da gibt es keine Menschenrechte. Da gibt es keine Freiheit, keine Selbstbestimmung. Demokratie schon gar nicht. Alles geschieht zum Wohl der Partei. Na, das ist doch auch was. Und zum Wohl der Partei vernichten wir dann weiter die Natur. Und das dann diesmal nicht mehr national, sondern global. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Jo, tolle Wurst. Dabei will ich die Denkweise der Chinesen gar nicht verteufeln oder als böse, falsch, schlimm oder wie auch immer deklarieren. Die Konsequenz ist nur, dass die Natur zerstört wird. Ob wir wollen oder nicht. Das ist der Preis. Jede Bombe, die fällt, jeder Krieg, der geführt wird, jedes Auto, was gebaut wird, unser Leben, das, was wir tun, solange wir diese Hierarchie weiterleben, solange zerstören wir Natur. Wenn ihr das verstehen wollt, dann solltet ihr die Podcasts mal nachhören. 1 bis 5 sind jeweils nur zwischen 10 Minuten und 30 Minuten. Das ist also nicht alles nicht so lang. Ich glaube zweimal eine Viertelstunde, einmal 10 Minuten, einmal 31 Minuten oder 32 Minuten. Das ist der längste. Und einmal 20, glaube ich. Aber ist egal. Hört einfach mal rein. Ne? Vielleicht ist ja was dabei. Tja, das wird wirtschaftlich. Militärisch? Ich weiß nicht, wo irgendwo noch
Wir haben jede Menge Kriege. Einige Länder, es sind verdammt viele Länder im Krieg, im direkten Krieg. Wir haben einige Waffenstillstände, die uns gar nicht bewusst sind. Aber okay. Es bleibt die Frage, was militärisch passiert. Fangen die Chinesen den Krieg an, den sie prophezeien und den sie angedeutet haben, für den sie ihre Leute ausgebildet haben? Für die Chinesen ist die jetzige Wirtschaftsdiktatur die perfekte Form. Und im Vergleich zum amerikanischen Prinzip ist das in einer Hierarchie, ja, rein aus der Wirtschaftsbetrachtung heraus perfekt. Aber es gibt auf diesem Planeten eben noch viel mehr als Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist nicht das Größte und das Einzige, sondern sie ist das Übel. Weil hier rund um die Uhr ein Konsum erzeugt wird, der unnötig ist, nicht gebraucht wird. Und das, was gebraucht wird, das wird zu wenig. Das wird vernachlässigt. Ja. Das ist das, was ich im Moment erlebe. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, also wo es bei mir darum geht, ich habe also seit dem 22. Dezember höllische Schmerzen. Und das im Zwerchfellbereich. Geht so weit, dass augenscheinlich Leute um mich herum denken, dass ich simuliere. Augenscheinlich. Aber Leute, glaubt mir, wenn man so ein Zwerchfell hat, das ist gar nicht so angenehm. Man merkt dann erst einmal, wofür dieser Muskel überall gebraucht wird. Und die Schmerzen, die da sind, die sind den ganzen Tag, die sind kontinuierlich. Und mit jeder Bewegung und mit jedem Tag wird es stärker und stärker und stärker. Und die sind schon seit Heiligabend, seit Heiligabend schon ziemlich kolikartig. Am 30. Dezember konnte ich das erste Mal nicht aushalten, war ich in der Notaufnahme. Ja, in 2 verschiedenen. Die eine Notaufnahme hat mich zur nächsten Notaufnahme geschickt, aber die konnten genauso wenig tun. Am 31. war ich wieder in der Notaufnahme. Muss ja irgendwas passieren. Die Schmerzen sind heftig. Ich kann nicht richtig arbeiten. Ja, atmen kann ich auch nicht richtig. Schlafen kann ich nur im Sitzen. Liegen geht überhaupt nicht. Das ist die Hölle. Und die Ärzte, die ich gesprochen habe, die waren entweder machtlos, weil es ein scheiß System ist, oder sie hielten es nicht für nötig. Ach, machen wir dann mal irgendwann einen Ultraschall. Erst einmal, ne? Um den Termin habe ich am 8. Januar gebeten. Am 9. Januar war es wieder so heftig, dass ich wieder in die Notaufnahme bin. Aber den Termin habe ich bis heute nicht. 10 Tage. Und die haben noch nicht mal versucht, einen Termin zu machen. Ja, wir haben dann die letzten Tage, gestern, hatten wir dann Gelegenheit, da konnten wir wenigstens das Geld zusammenkratzen, dass ich auf meine Kosten dann Ultraschall machen ließ.
das habe ich dann auch geschafft, dass ich dann gleich heute Morgen ganz früh einen Termin gekriegt habe, damit das recht schnell geht. Das hat auch noch geklappt, ja. Heute Morgen hatte ich dann den Termin. Aber zu dem, was ist, ist relativ einfach. Als das da kurz vor Weihnachten angefangen hat, habe ich geglaubt, ich habe mir einen Nerven im Rücken eingeklemmt oder so. Hat man ja manchmal, weiß ich, der eine oder andere wird es kennen. Einige kennen es nicht, aber manche kennen es. Das ist dann so ein heller, stechender Schmerz. Man kann sich nicht richtig bewegen und es zieht halt ein bisschen und erst 2, 3, 4 Tage und dann geht das wieder weg. Aber bei mir ging es nicht weg. Es wurde schlimmer, stärker, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es entwickelte sich zu regelrechten Krampfanfällen. Das heißt, dass ja, so ein Wadenkrampf, so einen richtig schmerzhaften Wadenkrampf, kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Ja, stellt euch diesen Wadenkrampf vor, mitten unter der Lunge, quer durch den Körper. Der zieht von rechts nach links. Ihr habt das Gefühl, euer Körper wird durchgeschnitten. Beim Wadenkrampf kann man ja dann immer noch mal hin. Dann kann man das Bein strecken, man kann das Bein ausschütteln. Da kann man was gegen tun. Den Muskel kommt man dran, den kann man kneten oder den kann man wenigstens ein bisschen, da kann man was machen. Aber wenn man so einen Krampf im Zwerchfell hat, dann kann man nichts machen. Manchmal dauern die nur ganz wenige Sekunden. Manchmal gehen die bis zu 1 Minute, 1,5, 2 Minuten, dann gehen sie wieder weg. Aber man kann nichts dagegen tun. Weil diese Muskeln sitzen auf der Innenseite der Rippen unter der Lunge. Das ist eine Platte, eine Muskelplatte. Und wenn da ein Krampf drin entsteht, und ich habe diese wenn es so richtige Krampfanfälle sind, bis zu 20 Mal pro Minute diesen Krampf, der dann für ganz kurz wieder weg ist und kommt sofort wieder. Das ist dann nicht ein Krampf, der 2 Minuten dauert, sondern das sind 20 Krämpfe, die jeweils nur 1, 2 Sekunden dauern, aber das ist die Hölle. Naja, auf jeden Fall habe ich irgendwo seit Ende Dezember dann wenigstens einen Muskelrelaxer, damit die ein bisschen entspannt werden und damit es nicht so sehr weh tut. Und das Schmerzmittel ist das Einzige, was ich im Moment tun kann. Ansonsten bin ich hier hoffnungslos einem kranken System ausgesetzt. Weil es passiert nichts. Ja? Solange man den Kopf nicht unterm Arm trägt und solange man keine schweren Schnitte hat oder Brüche oder lebensgefährliche, direkt lebensbedrohende Maßnahmen, solange ist das alles nicht schlimm, nicht akut. Wie viel Schmerzen du hast, interessiert hier nicht. In Deutschland könnte ich die Ärzte verklagen. Ja? Weil der Schmerz als solches schon ausreicht. In Deutschland fühlen wir uns so toll und so sicher. Und wir beschweren uns über das, was nicht funktioniert. Ich habe dadurch erstmal gelernt, wie es woanders aussieht. Wisst ihr, hier werden Menschen, nicht nur hier, das ist beispielhaft für 95% der Welt. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieses tolle, wunderschöne deutsche Gesundheitssystem. Ja, das haben die Deutschen. Nur die Deutschen. Selbst in Österreich und Frankreich ist es anders. Und lange nicht so wie in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Denn hier hört man sehr viel, gerade wenn man so eine Sache hat und die Mitmenschen, mit denen man so alltäglich zu tun hat, die kriegen halt doch mit, dass irgendwas nicht stimmt. Man kann es ja nicht. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt unbedingt lügt. Wenn mich einer fragt, wie es mir geht, sage ich Scheiße. Und dann erkläre ich auch warum.
Ja, und dann kriegt man interessante Geschichten erzählt. Da war ein Mann, beziehungsweise war eine Frau, die hatte auch Probleme und das haben sie nicht diagnostiziert gekriegt. Sie haben keine Lösung dafür gefunden. Die haben wieder vertröstet, das ist nicht so schlimm. Haben sie auch von Simulantin gehalten und ach, geh wieder nach Hause. Das geht schon, wird schon wieder, das wird schon wieder. Ja, wurde nicht. Der Mann hat sie dann irgendwann wieder in die Notaufnahme gebracht und hat dann 11 Stunden gesessen und gewartet. Weil in der Notaufnahme darf Begleitung nicht mit rein. Nur der Patient. Keine Begleitung. Nach 11 Stunden hat er dann vorsichtig gefragt, was denn los wäre, weil er möchte jetzt endlich mal was von seiner Frau wissen. Ach, Ihre Frau? Ja, die ist schon vor ein paar Stunden verstorben. Weil man sie da auch nicht geholfen hat, weil man sie auch hat einfach liegen lassen. Leute, in anderen Ländern ist das sehr viel schlimmer, als wir uns das in Deutschland vorstellen können. Und für diese Erfahrung, die wiederum mich in meinem Bewusstwerden verändert oder die die mich wieder bewusster leben lässt. Ja, da ist das ein wichtiges Beispiel, das auch als das zu erkennen, was es ist. Aber das ist das, was ich mit der Schattenpyramide auch meine. Ne? Podcast 004, glaube ich. Die Schattenpyramide. Ja, der deutschsprachige Raum bildet die Spitze. Wie es unten drunter aussieht, diesen Scheißdreck, interessiert doch überhaupt nicht. Wobei das nicht ganz richtig ist. Es kann nicht interessieren. Es ist nicht so, dass es nicht interessiert, sondern es kann nicht interessieren. Nur wenige werden darauf aufmerksam, nur sehr wenige tun was. Aber das ist zu wenig, weil sie durch die Masse nicht geholfen kriegen. Die Masse ist träge, wobei das natürlich ist, natürlich erklärbar. Wir sind Nehmer. Solange wir die Nehmerrolle haben, sind wir träge. Egal, ob wir Kontrasystem oder Prosystem sind, das spielt gar keine Rolle. Auch gibt es keine Schlafschafe, sondern wir sind träge. Weil das die Rolle, die wir leben, auch mit sich bringt. So funktioniert der Mensch in der Hierarchie. Das ist eine ganz natürliche Lebensform, die bei Hunderten und Tausenden von Arten gelebt wird. In der Regionalität ist das auch kein Problem. Da ist ja die Sozialkomponente durch den Leitwolf, durch die Führung, durch den Ältestenrat, jetzt bei der regionalen Betrachtung, da funktioniert das perfekt. Immer. Nahezu immer. Aber wenn sich eine hierarchische Lebensform ausdehnt, egal ob der Mensch oder bei Tieren, das spielt keine Rolle. Es ist das Ende. Wenn er das nicht ändert. Und der Mensch ist das einzige Wesen auf diesem Planeten, das die Möglichkeit hat, es zu ändern. Er muss es nur verstehen, wollen. Sein Wille ist die Grundlage dazu. Sein Wille ist dafür verantwortlich. Der Wille jedes Einzelnen. Und nicht die Gemeinschaft. Die kommt hinterher. Was nutzt uns eine Gemeinschaft von Menschen, die alle den Wandel wollen, wenn keiner damit anfängt? Das nutzt nichts. Aber das ist das, was wir haben. Wir geilen uns an irgendwelchen nichtssagenden und eine Minderheit betreffenden Konsequenzen aus, die wir glauben, für uns ändern zu müssen. Wir kapieren aber nicht, dass wenn wir das so ändern würden, dass es dann auf der anderen Seite eine neue Kontrabewegung in gleicher Größe gibt. Innerhalb der Hierarchie und alles, was wir ändern wollen und was uns stört,
können wir innerhalb einer Hierarchie nicht ändern. Weil so wie es uns heute stört, stört es morgen jemand anderen. Und die gleiche Scheiße geht von vorne los. Es ist das Gleiche in Grün. Nur das Ego ist ein anderes. Die Menschen, der Egoismus der Menschen ist da ein anderer. Dann ist der wechselt. Ansonsten verändert sich nichts. Das Ergebnis jeder Revolution. Änderung 0. Ja? Überlegt euch, wir haben 40, 50 Jahre Friedensbewegung. Und heute produzieren wir mehr Waffen denn je und es werden mehr Kriege geführt als jemals zuvor. Leute, das kann es nicht sein. Wenn wir Frieden wollen und eine Friedensbewegung haben möchten, dann, ja, innerhalb der Hierarchie wird es die Hierarchie nur fördern und aufrechterhalten, wird die verschiedenen Arten von NWOs weiter aktivieren und irgendwann werden wir eine globale haben. Können wir machen, was wir wollen. Es sei denn, wir hören auf, hierarchisch zu leben, dann wird das sich ändern. Aber dazu muss man sich selbstbewusst werden, nicht selbstbewusst werden, sondern sich selbstbewusst werden. Leute, das ist ein bisschen was anderes. Es zielt zwar irgendwo in die gleiche Richtung, aber da steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter. Es bringt uns nichts, wenn wir einfach nur versuchen, etwas zu korrigieren, was uns persönlich auf den Magen schlägt. Das heißt nicht, dass wir falsch denken oder dass wir Fehler machen oder... Nein. Wir bedienen auch damit die Hierarchie. Ja, so wie alles andere auch. Das heißt, jede systemkritische Bewegung fördert den Erhalt der Hierarchie. Ja, erklärt sich relativ einfach, denn da wir Nehmer sind und die Hierarchie Pro und Contra braucht, ja, es gibt immer, auch in einer natürlichen Hierarchie, in einer funktionierenden regionalen Hierarchie der Menschen oder auch bei den Tieren, da gibt es immer wieder irgendwelche Randgruppierungen, kleine Gruppierungen, die versuchen, dem ich nenne es jetzt mal ganz böse und frech, Element, dem Leitwolf, dem Rudelführer, dem Ältestenrat, dem Familienoberhaupt, wie auch immer. Die versuchen, ihn zu provozieren. Sie wollen ihn, sie sehen, er ist schwach, sie sehen, was stärker, was wichtiger ist oder richtiger ist oder wie auch immer, und sie versuchen, ihn abzulösen. Ja, das ist alles innerhalb der Hierarchie. Es gibt also in der Hierarchie, wird Pro und Contra gebraucht, um sicher zu sein, dass die Führung eine Führung ist, die funktioniert. Das ist der natürliche Hintergrund. Die Natur konnte nicht wissen, als sie diese Form geschaffen hat. In Anführungsstrichen, diesen Satz bitte. Es war nicht möglich zu erkennen, dass das auch nach hinten losgehen kann, weil die Natur konnte nicht damit rechnen, dass wir uns wirtschaftlich, militärisch und politisch in diese Richtung entwickeln würden. Weg von der Natur. Den Abstand zur Verbundenheit so groß wie möglich. Am besten ignorieren. Ja, das ist, was wir tun. Darum geht es. Wir ignorieren. Und je höher wir in der Schattenpyramide stehen, desto gleichgültiger ist das, was unten drunter passiert. Den Menschen scheint nicht klar zu sein, dass wir von allem, was unten drunter passiert, direkt abhängig sind. Wenn das Pyramidenfundament zusammenbricht, bricht die ganze Pyramide zusammen. Ja?
Dabei kann ich sehr viele Aktivitäten sehr gut verstehen und nachvollziehen. Aber sie helfen uns nicht aus der Scheiße. Das ist das Problem. Sondern sie reißen uns immer weiter und tiefer und tiefer und tiefer rein. Ja, und wir übersehen dabei, dass wir einen Wohlstand haben, den wir versuchen als Maßstab für alles zu betrachten. Aber glaubt mir, Leute, es sind nicht genug Ressourcen da, um dass alle diesen Wohlstand erreichen können. Und wenn es jetzt durch den Chinesen eine Monopoländerung geben sollte, einen imperialen Wandel geben sollte, dann werden wir das auch schmerzlich begreifen oder schmerzlich vor Augen geführt bekommen. Es geht nicht darum, dass es etwas gibt, was uns nicht schmeckt. Das interessiert überhaupt nicht. Es interessiert nicht die Bohne. Die Frage ist, wollen wir weiter hierarchisch leben, alles kaputt machen, die Zukunft unserer Kinder und unsere eigene zerstören? Oder fängt der Mensch damit an, dass die Menschen anfangen, sich zu wandeln, weil es auch schon vorbereitet wird? Es ist ja nicht so, dass das jetzt brandneu ist. Ja? Der Wandel hat vor etwas mehr als 2000 Jahren angefangen, also vor Jesus Christus. Der Wandel zu einer gleichwertigen Lebensform in der überregionalen Betrachtung. Also alles, was über der Regionalität oder über der, wegen mir auch Nationalstaatlichkeit liegt. Wobei das schon eigentlich viel zu groß ist. Ja, denn alles, was über der Regionalität, also was jetzt über die Sippe hinausgeht oder wegen mir vielleicht auch noch bis zum Dorf, alles, was darüber hinausgeht, funktioniert nicht. Es funktioniert nur mit den Erfolgsparametern, die der Mensch selbst gemacht hat. Da hat man Erfolg. Ja, klar. Ich vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, klar. Aber es wird Zeit, dass die Menschen anfangen, eben zu akzeptieren, dass sie mit dem, was sie sehen und erkennen, eigentlich ja Scheiße sehen und erkennen. Was man nicht korrigieren kann. Es geht nicht. Die natürliche Form schließt das aus. Es sei denn, der Leitwolf will abgelöst und wird abgelöst. Siehe Französische Revolution. Da ist ja das ganze Leben umgedreht worden. Letztendlich und zusammengefasst. So auf die reine Betrachtung zusammengefasst. Was können wir tun? Ist damit auch relativ einfach. Es wird Zeit, dass die Menschen, die es kapiert haben, anfangen, sich auf diesen Wandel einzulassen. Den Weg in ihre Selbstverantwortung finden. Ihr Bewusstsein finden, ihr Selbstbewusstsein finden. Sich selbst bewusst werden. Das ist richtig. Ja, das ist wichtig. Und dabei denkt man automatisch an andere. Es geht gar nicht anders. Was natürlich sehr wichtig ist, dass man anfängt, ja, wenigstens im Kleinen sich selbst zu versorgen. Das kann man ja sukzessive erweitern. Ja, das ist eine wichtige Sache. Weil ich kann nur dann ins Gegenteil wirken, wenn ich es selbst tue. Tja, Leute, das Jahr 2019. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Jahr 2019
die entscheidende Weiche sein wird. Für oder gegen die Zukunft. Die Menschen werden es entscheiden. Die Menschen in ihrer Komplexität. Naja, wenn einer von euch daran interessiert ist, sich zu verändern, dann ist es relativ einfach. Aber es ist auch gleichzeitig sehr, sehr schwer. Denn man muss sich selbst erstmal erkennen, was man und wo man und wer man ist. Ist man eine Pro- oder Kontramarionette der Hierarchie? Oder fängt man an, sich selbstbewusst zu werden? Das ist ein ganz anderes Leben. Vollkommen andere Wertigkeit. Das ist das Wichtigste. Sagt der Begriff ja eigentlich schon aus. Ne? Eine gleichwertige, gemeinschaftliche Lebensform bedeutet nicht nur, dass die Menschen gleichwertig sind, sondern bedeutet, dass man selbst aufhört zu werten. Man selbst ist der Schlüssel. Wir können keine anderen überzeugen. Wir können nur andere überzeugen, die Erde noch weiter zu zerstören. Alles noch kaputter zu machen. Klar, Leute, ich gebe zu, es ist nicht leicht, einen Punkt zu erreichen, an dem man erkennt, mein Leben war für den Arsch. Nein, es war nicht für den Arsch. Auch wenn das im ersten Moment der Gedanke sein mag. Denn das Leben, was wir alle geführt haben, hat uns an diesen Punkt geführt. Und es ist mutmaßlich der erste Moment, in dem eine Wandlung möglich ist. Aber auch gleichzeitig die letzte Chance, diesen Wandel umzusetzen. Deshalb. Um diesen Wandel? Tja, die Frage ist, werden wir diesen Wandel rechtzeitig erreichen und schaffen? Das ist das Wichtigste. Aber wenn einige der Meinung sind, sie müssten da nicht mitspielen, und dann ist das nicht so berauschend, aber dann gebe ich das halt nicht auf. Sie sind doch selbst dafür verantwortlich. Und ich bin nicht für Ihre Sachen verantwortlich. Was auch nicht möglich ist, dass wir hingehen und versuchen, die Hierarchie zwingend zu ändern. Das geht nicht. Wir können nur dafür sorgen, dass der Keim für eine zukünftige gleichwertige Lebensform in unsere Kinder kommt. Alles andere ist eine bestehende Infrastruktur und die haben wir uns einzufügen, ob wir wollen oder nicht. Wir können nur anfangen, neue Akzente zu bringen, also erfolgversprechende Akzente einzubringen. Das können wir tun. Ja. Aufklärung gehört nicht dazu. Weil Aufklärung ist Indoktrination. Das bedeutet zwangsläufig, dass der Mensch gar nicht weiß, was ist. Kein Schimmer. Ja, das Thema ist nicht leicht. Aber wie gesagt, wenn sich etwas auf diesem Planeten ändern soll,
und wir Dinge haben, die wir nicht wollen, ja, dann sollten wir das an der Wurzel anpacken und gemeinschaftlich was tun. Sonst geht's nicht. Aber dann kann man auch nicht motzen. Wenn man auf der einen Seite motzt und auf der anderen Seite nicht bereit ist, was zu tun, dann ist es ein Armutszeugnis. Also, um nochmal zusammenzufassen, wirtschaftlich stehen wir vor einem Desaster. Militärisch haben wir die maximale Intensität und wir laufen dieses Jahr Gefahr, dass die sich wirklich wieder nochmal zum BW3 ausdehnen könnte. Und politisch, ja. Die Politik versucht, der Wirtschaft den Weg zu ebnen. Es wird dabei vergessen, dass es noch den Menschen gibt. Aber das, wie gesagt, ihr müsst das alle für euch selbst rausfinden und entscheiden. Nur sicher könnt ihr sein, dass alles das, was dann kommt, ja, das ist eben alles nicht so berauschend. So Leute, ich werde mich ja so ganz langsam zurückziehen für heute. Wir machen heute nur einen ganz kurzen Podcast. Es ist ja so ziemlich alles gesagt. Wichtig ist, dass wir jetzt anfangen, das dementsprechend zu sehen. Und Leute, wir haben einige Volksgruppen auf der Welt. Klappt das wunderbar. Die haben zwar dafür von der Glaubensgemeinschaft oder von der Kirche, die sie verbindet, haben sie zwar einige einen Hau weg, aber was soll's. Sie scheinen es umsetzen zu können in wichtigen Teilbereichen. Nicht komplett, aber in wichtigen Teilbereichen. Schaffen Sie es, das umzusetzen. Aber okay. Ja, Leute. Ich lasse auch die Vorankündigungen heute weg. Das ist, mir geht's echt nicht so berauschend und ich muss gucken, dass ich ein bisschen Dichtigkeitspflege der Augen mache. Deshalb komme ich so zum Schluss. Nächsten Freitag geht's wieder etwas besser und etwas stärker, hoffe ich mal. Vielleicht werden wir zwischendurch auch mal 3-4 Tage kein Radio haben, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann abwarten, wie es wird. Ja, und wie gesagt, mir bleibt an der Stelle nur eins noch übrig. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine angenehme Woche. Und ich sage an der Stelle wie üblich, tschüss und bleibt aufrecht. Radio GSC1 Live. Das Lagerfeuer. Gedankenaustausch und Inspiration.